Komm mit, wenn wir breite Gewässer und schmale Kanäle erkunden, bei gutem und bei schlechtem Wetter. Wenn wir Tiere treffen, Sonnenuntergänge genießen und Brücken durchfahren. Oder auch nicht. Ich bin Marie und das ist Marc. Und gemeinsam erkunden wir Friesland mit dem Boot. Just loving this moment. Can we stay here forever? Los geht's im Lauersmeer, Yachthafen Ostmahorn. Am ersten Tag fahren wir nicht weit, nur einmal quer über das Lauersmeer bis zu einem Anleger, an dem wir übernachten wollen. Wir wollen uns in Ruhe mit dem Boot vertraut machen und mal alles ausprobieren, bevor die Reise richtig losgeht. Das letzte Mal Motorboot gefahren bin ich zu meiner Prüfung für den Sportbootführerschein. Das ist auch schon ein Weilchen her. Aber man kommt ja schnell wieder rein. Angekommen auf der Insel genießen wir einen ruhigen, wenn auch frischen Abend an Deck. Do you know how much I love you? So, wir haben jetzt die letzte Nacht verbracht hier auf so einer kleinen Insel auf dem Lauersmeer, direkt im Naturschutzgebiet. Das ist total schön. Da kann man einfach gratis festmachen. Und ja, das Wetter ist jetzt leider im Moment nicht so super toll. Morgen soll es auch noch schlechter werden. Ja, es hat jetzt heute auch schon recht viel so genieselt und so. Morgen soll es dann richtig regnen. Aber im Boot haben wir es ja ganz schön und mit dem Decksalon ist auch super. Dann kann man auch bei Regen rausgucken und ja, zum Glück ist es nicht so kalt. Also wir machen es uns ganz gemütlich. So, wir sind jetzt gerade hier oben, da im Lauersmeer. Und wir überlegen jetzt, was wir machen könnten. Eine Möglichkeit wäre natürlich, hier einen Teil von der Starnde-Mast-Route zu machen und dann mal Richtung Leeuwarden runter. Und dann vielleicht hier den Prinzess-Margret-Kanal Richtung Sneakermeer und so. Also, je nachdem, wie das Wetter so mitspielt, wäre das auf jeden Fall eine Option. Nach einer groben Planung und reichhaltigem Frühstück machen wir die Leinen los und es geht weiter. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Dokkum. Also sind gerade aus dem Lauersmeer rausgefahren. Jetzt sind wir in so einem recht schmalen Kanal. Es kommt ziemlich viel Gegenverkehr auch. Und ja, als nächstes kommt dann die erste Schleuse von diesem Urlaub. Mal sehen, ne? Bei Schleusen und Brücken ist es oft so, dass es einen Anleger vorher gibt und dort einen Knopf, den man drücken muss, damit der Wärter aufmacht. Oft hat aber bereits jemand anders den Knopf gedrückt oder der Wärter sieht einen durchs Fenster und bevor man fertig angelegt hat, springt das Licht auf grün. Nach der Schleuse nehmen wir die Abzweigung Richtung Dokkum. Hier die Mittagspause über einen kleinen Stopp gemacht, bisschen was gegessen und jetzt hat sogar der Regen aufgehört. Also würde ich sagen, wir fahren jetzt mal weiter. In Friesland gibt es überall Gratis-Anleger von der Marekrite-Vereinigung, von denen wir reichlich Gebrauch machen. Der Kanal wird schmaler und wir passieren kleine Ortschaften, in denen viele Schiffe liegen. Nicht alle sehen so aus, als würden sie noch bewegt werden. Oder vielleicht doch? Da wir so spät losgekommen sind, beschließen wir, erst morgen in den Ort zu fahren und für heute Feierabend zu machen. Wir haben jetzt hier kurz vor Dokkum einen richtig schönen Liegeplatz gefunden. Die Sonne ist gerade rausgekommen. Also ich glaube, es wird jetzt ein richtig schöner Abend. Einfach mit noch ein bisschen aufwärmen, Kühe gucken, Schafe gucken und in der Sonne sitzen. Ich freue mich. Die Kühe gucken so, als wären wir das erste Boot, das sie zu Gesicht bekommen.
Am nächsten Morgen stehen die Kühe immer noch wie angewurzelt da. Wir haben jetzt also eine ganz ruhige Nacht hier verbracht und auch morgens schön gechillt, entspannt Kaffee getrunken auf der Wiese und danach schön gefrühstückt. Und jetzt ist es irgendwie schon, ich glaube, 11:30. Jetzt haben wir gedacht, wir fahren mal weiter Richtung Dokkum und haben mal in den Revierführern ein bisschen nachgelesen. Also es gibt auch in Dokkum überall gratis Liegeplätze, so entlang von diesen Grachten. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Und rein geht es nach Dokkum. So, wir haben jetzt einen total schönen Tag heute in Dokkum verbracht. Es ist ziemlich friedlich. Wir liegen hier einfach wirklich am Ufer, direkt neben einer Windmühle. Also so wie es im Buche beschrieben ist quasi. Ja, und jetzt sind wir gerade mal am Planen, wo es denn morgen hingehen könnte. Und ich schätze mal, je nachdem wann wir aufstehen und so, weiß man ja nie, würden wir vielleicht nach Leeuwarden fahren. Und das geht über die stehende Mastroute. Stehende Mastroute ist quasi für Segelboote befahrbar mit einem Mast bis, weiß nicht, 24 Meter oder so. Das heißt, alle Brücken sind beweglich oder sind hoch genug. Wir könnten natürlich mit dem Motorboot sonst wo lang fahren, aber das ist jetzt irgendwie so die direkteste Route und wir wollen dann eigentlich so ein bisschen mehr Richtung südliches Friesland vordringen. Deshalb haben wir gedacht, jetzt am Anfang geben wir einfach mal ein bisschen Gas, weil dann die Kanäle unten auch ein bisschen, sag ich mal, kleiner werden und so. Ja, ich bin jetzt hier am Planen mit den Karten vom NV-Verlag. Der NV-Verlag hat mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die haben mich auch damals schon unterstützt, als ich mit der Lisa unterwegs war. Also wir hatten die ganzen Seekarten vom NV-Verlag damals bekommen. Und zusätzlich benutze ich dann auch noch Revierführer, also diesen hier zum Beispiel. Ich habe auch noch einen anderen unten liegen. Und ich finde einfach diese Kombination gerade für Planung super, dass man noch Papierkarten hat. Das ist ja heutzutage nicht mehr so total üblich. Aber ich finde gerade das mal so alles auf einem zu sehen recht praktisch. Und dann auch so Revierführer, wo man dann einfach so die ganzen Besonderheiten von Orten liest. Was gibt es da für Häfen, was gibt es da für Liegeplätze? Zum Beispiel hier, dass dieser Liegeplatz einfach gratis ist und man kann da liegen und ja, wird man ja sonst vielleicht auch nicht auf die Idee kommen. Finde ich einfach so die Kombination cool. Und wenn ich dann unterwegs bin, benutze ich aber meistens irgendwie eine App auf dem Handy oder auf dem Tablet oder natürlich einen Plotter, wenn man so einen an Bord hat. Aber ich finde so diese Kombination, die finde ich irgendwie ganz cool. Am Abend kommt dann doch noch der Hafenmeister und kassiert. Jedoch einen sehr fairen Betrag. 8 € inklusive Kurtaxe und Müllabholung am nächsten Morgen. Nein. Gut, der Dampfer ist auch nur 8 Meter lang und einer der kleinsten weit und breit. Aber eigentlich wüsste ich gar nicht, wofür man mehr Platz braucht. Dokkum gefällt uns ausgesprochen gut. Im Nachhinein müssen wir sagen, es war sogar der schönste Ort, den wir besucht haben. Die schmalen Gassen, gepflegten Gärten wie aus einem Bilderbuch, eine sympathische Altstadt ohne viele Touristen und natürlich ein klasse Liegeplatz direkt mittendrin und dennoch geschützt. So, was eine Action heute Morgen, ne? Mhm. Das war knapp. Das war knapp. Das habe ich gespuckt. Wir haben heute Morgen Wäsche gewaschen und ja, ist hier in der Stadt gibt es nur einen Brückenmeister sozusagen. Und ich glaube, es sind 4 Brücken insgesamt und wir lagen ja in der Mitte, also quasi zwischen den Brücken über Nacht. Und dann haben wir immer gedacht, ja gut, wenn dann mal die nächste Truppe an Booten vorbeifährt, dann schließen wir uns da einfach an und fahren mit durch die Brücke. Und ja, dann waren wir irgendwie gerade nicht an Bord, haben nochmal unsere Solardusche voll gemacht mit Wasser und natürlich fuhren genau in dem Moment alle Boote vorbei. Wir sind also zurückgesprintet, haben Leinen losgemacht und sind mit Vollgas auf die Brücke zugefahren und da hat der Brückenmeister nochmal für uns aufgemacht. Und jetzt warten wir gerade darauf, dass die nächste Brücke aufgeht, weil er ist nämlich jetzt gerade von der Brücke aufs Fahrrad gestiegen und fährt zur nächsten.
Weiter geht es also Richtung Leeuwarden auf einem Kanal, der, naja, etwas Fahrt ist. Wir fahren die meiste Zeit in Kolonne mit den anderen Booten, die mit uns durch die Brücken in Dokkum gefahren sind. Es ist ganz schön kalt und windig, aber immerhin trocknet so die Wäsche schnell. Dann packt uns nach einiger Zeit doch die Abenteuerlust. Wir sehen einen süßen kleinen Kanal. Durchfahrtshöhe 2,25 Meter steht da. Angeblich ist das Boot ohne den Mast 1,89 Meter hoch. Na, dann müsste das doch passen, schätzen wir. Ganz langsam tuckern wir auf die Brücke zu. Ich vorne an Deck, um zu gucken, ob es passt. Oh, warte. Boah. Alter. Na, 3 Zentimeter Spiel haben wir noch. Oh, die Brücke hängt in der Mitte auch noch durch. Fahr mal rückwärts, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, das ist zu eng. Naja gut, dann halt weiter nach Leeuwarden. Auf die Idee, den Mast zu legen, kommen wir erst später. Aber dazu nachher mehr. Langsam kommen wir in die wohlhabenden Vororte von Leeuwarden, in denen die Rasen wie mit der Nagelschere geschnitten aussehen. Je weiter man hereinkommt, desto mehr hat man Großstadtfeeling. Wir sind jetzt kurz vor Leeuwarden und müssen an dieser Brücke warten. Mal gucken, wann die aufgeht, ne? Und dann, nach dem Passieren weiterer Brücken, kommen wir in der Altstadt an und machen auch hier, wie in Dokkum, an einer Gracht fest. Umgeben von wunderschönen Backsteinhäusern sitzen wir im Cockpit und lesen im Revierführer über die Stadt. Wunderschöne alte Stadt. Eingangs der Stadt wird das Fahrwasser sehr eng, das stimmt, sodass man hier besonders vorsichtig fahren muss. Die ehemalige Residenz der friesischen Statthalter ist auch heute noch eine aufregend schöne, liebevoll restaurierte und gepflegte Stadt, für die man sich wenigstens 2 bis 3 Tage erlauben sollte. Ja, und so weiter. Okay, statt lesen einfach mal angucken gehen. Und vorher noch Leinen annehmen. Leeuwarden gefällt uns gut mit seinen unzähligen Kanälen und den dazugehörigen Hausbooten, mit den Geschäften und Restaurants und mit den kleinen versteckten Gassen. Also dieser lustige Turm ist 500 Jahre alt und sie haben wohl schon im ersten Jahr nach dem Bau gemerkt, oder da war das Ding nur 10 Meter hoch und sie haben schon gemerkt, es sackt ab. Und sie haben es einfach weiter nach gerade oben versucht zu bauen und das hat halt nicht funktioniert. Und sie haben es immer wieder verstärkt und so. Und scheinbar ist es aber jetzt nur 1,68 Meter schief. Sieht auf jeden Fall noch mehr aus. Ich habe ein paar Lieblingsläden in Holland. Dazu gehören der HEMA, Blokker und Xenos. Alle kann ich hier mal abklappern und am Ende stauben wir eine Fliegenpatsche ab, die wir an Bord noch so gut gebrauchen können. Am nächsten Tag heißt es wieder mal warten vor einer Brücke. In so einer großen Stadt ist der Sportfoodverkehr in der Nahrungskette natürlich nicht so hoch angesiedelt. Das bedeutet längere Wartezeiten. Na, macht Motorbootfahren Spaß? Ja, so aufstoppen, das ist doch immer nur so ein sehr temporärer Zustand, sag ich mal. Aber dann haben wir es geschafft und sind raus aus der Innenstadt. Vorbei geht es an weiteren unzähligen Hausbooten und durchs Industriegebiet, bevor wir Leeuwarden ganz verlassen. Wir haben eben einen Zwischenstopp in Grau gemacht. Das ist etwas südlich von Leeuwarden. Und im Revierführer stand beschrieben, das sei so ein netter Ort und total hübsch und so. Wir waren jetzt überhaupt nicht davon überzeugt. Das war eigentlich ziemlich schrecklich. Es war total touristisch, alles voll mit irgendwie Menschen. Gut, und dann war auch noch eine Kirmes. Dafür kann der Ort ja nichts, aber
ja, uns hat es jetzt irgendwie wirklich nicht so angemacht und dann haben wir einfach beschlossen, wir gehen schnell einkaufen und haben dann wieder losgemacht und sind jetzt auf dem Princess Margaret Kanal. Stimmt das? Ja, ne? Ich denke schon, ja. Und fahren so grob Richtung Sneekermeer. Im Sneekermeer machen wir wieder fest an einem Marekrite-Steg und freuen uns nach 2 Tagen Stadt über die friedliche Natur. Wir haben jetzt eine schöne Nacht vor Anker verbracht, direkt auf dem Sneekermeer. Und als wir aufgewacht sind, war es irgendwie so kalt und windig. Wir sind so lange wie es ging irgendwie auch im Bett geblieben. Jetzt haben wir uns doch dazu entschlossen, wir fahren mal weiter. Wir fahren jetzt mal Richtung Sneek rein. Es ist super viel los. Es ist natürlich auch Sonntag heute. Das macht sicherlich noch ein bisschen schlimmer. Aber also es ist unglaublich, was auf dem Wasser los ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das nachher mit Liegeplätzen aussieht. Wir bestaunen eine Regatta der großen Plattbodenschiffe und rufen uns immer wieder die Kollisionsverhütungsregeln in den Kopf. Denn es ist wirklich extrem voll hier und alle fahren kreuz und quer. Da freuen wir uns fast über den autobahnähnlichen Kanal nach Sneek rein. Wir machen in der Stadt fest und sind fasziniert vom Schiffsverkehr, der hier durchgeht. Dieser Ort ist voll auf Wassersport ausgerichtet. Die Brücken machen viel regelmäßiger auf als in Leeuwarden. Alles ein ziemliches Kontrastprogramm zu unserer friedlichen Nacht auf dem Sneekermeer. So, das war jetzt also auch schon Sneek. Wie fandest du es? Ja, hübsch, aber ja, Bisschen touristisch, ne? Ja. schon ein bisschen, ja. Nicht so mein Ding. Wir haben aber die Gelegenheit genutzt, um noch mal ein bisschen einzukaufen. Und jetzt fahren wir mal weiter Richtung Heeg. Und dann gibt es da auch wieder so eine Reihe von Seen, wo wir dann mal schauen, dass wir einen gemütlichen Platz für heute Nacht finden. Auch auf dem Hegermeer war einiges los. Aber wir haben es dennoch geschafft, einen schönen Platz zu finden. Wenn auch nicht so alleine wie weiter im Norden. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Jetzt wollten wir heute Morgen Kaffee machen und die Gasflasche war leer. Gott sei Dank haben wir unseren Campingkocher dabei, weil wir ja nicht wussten, was wir in diesen Ferien so machen. Und ja, jetzt gibt es Gott sei Dank doch Kaffee. Der Tag ist gerettet. Und nachher werden wir also mal schauen, wo wir die Gasflasche füllen können. Also, rein geht es nach Heeg. In der Hoffnung, dass es dort Gas gibt. Wir konnten jetzt tatsächlich gerade eine neue Gasflasche abholen. Direkt hier in Heeg. 3 Minuten Fußweg vom Liegeplatz, also... Hier in der Stadt darf man nur tagsüber liegen. Also machen wir wieder einen Abflug. Die nächsten 2 Tage soll traumhaftes Wetter sein. Deshalb wollen wir unbedingt draußen in der Natur sein und nicht in einem Ort. Und wir finden tatsächlich ein perfektes Plätzchen. Das ist recht witzig. Wir sind hier an, ja, ich weiß auch nicht, an so einem, ich sag jetzt mal an einem FKK-Anlegesteg gelandet. Der ist an so einer Landzunge ganz am Ende und ist recht friedlich und ruhig hier und wir liegen tatsächlich zwischen mehreren Booten, wo alle nackig sind. Mich stört das ja nicht, aber ich bin doch irgendwie erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass das in Holland auch so ein Ding ist. Ist auf jeden Fall recht witzig. Der eine ist schon die ganze Zeit dabei, sein Boot zu lackieren, nackig. Der andere geht nackig Stand-Up-Paddeln und so. Und ich meine, so warm ist es jetzt morgens um 8 Uhr auch noch nicht. Aber tagsüber wird es doch tatsächlich 28 Grad. Wir freuen uns, die Fleece-Pullis endlich abzulegen und genießen die Sonne, die Wärme, den Frieden und die Natur. Wir verbringen den Tag mit Lesen, Schlafen, Spazierengehen
essen und Brot backen. Jeden Abend, auch diesen, verbringen wir auf dem Vorschiff und genießen den Sonnenuntergang. Das ist etwas, was ich als Fahrtensegler gelernt habe und auch in diesen Ferien voll lebe. Der Sonne zusehen, bis sie ganz verschwunden ist, auf einen Green Flash hoffen und einfach voll im Moment sein. Nachdem wir jetzt 2 Nächte an diesem schönen FKK-Steg gelegen haben und da gechillt haben und gelesen und so, einfach ein bisschen Ferien gemacht, fahren wir jetzt weiter. Der erste Stopp ist mal Akrum, denn wir müssen tanken. Also die Tankstelle in Akrum war irgendwie total zugepackt mit Booten, die aber auch nicht aussahen, als würden sie sich da wegbewegen. Und irgendwie war der Ort auch sonst so, ja, es geht so. Dann haben wir gedacht, wir fahren mal weiter nach Grau, das ist ja auch direkt um die Ecke, da waren wir ja schon. Und da wissen wir, da gibt es eine gute Tankstelle, die auch einfach zu erreichen ist. Und gehen wir da mal tanken und gucken mal weiter. So, Tankstelle ist kaputt. Jetzt fahren wir also mal weiter und gucken wir, wo wir Diesel herbekommen. Aber immerhin konnten wir jetzt schon mal das Wasser auftanken. Unser nächster Stopp, unabhängig vom Tanken, sollte der Prinzenhof sein. Ein Naturschutzgebiet direkt um die Ecke, wo es wohl noch relativ untouristisch sein soll. Viele Gebiete sind so flach, dass große Boote nicht hinkommen. Umso besser für uns. Wir verlassen den vielbefahrenen Prinzess-Margret-Kanal und rein geht's ins Schilfmeer. Die Phase mit dem guten Wetter ist jetzt wieder vorbei. Sprit haben wir auch noch nicht, aber wir sind jetzt mal im Prinzenhof. Das ist hier so ein Naturschutzgebiet und sind wieder an einem Marie-Krite-Anleger. Jetzt gibt es erstmal lecker Kaffee und ja, ich denke, morgen schauen wir da mal, wo wir Diesel herbekommen. Die Niederlande sind ja nicht gerade bekannt für ihre gute Küche, aber ein paar Hammer-Sachen gibt es schon. Zum Beispiel dieser Ontbijtkoek, was wortwörtlich Frühstückskuchen heißt und ein bisschen wie Lebkuchen gewürzt ist. So, ich erfasse jetzt gerade in der NV Charts App diesen Steg als sozusagen Point of Interest. Man kann da drin halt Ankerplätze, Stege und so weiter, alles Mögliche erfassen. Und das mache ich jetzt gerade. Als nächstes machen wir einen Spaziergang über die Insel, an der wir liegen. Auch hier genießen wir wieder einen wunderschönen Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen treibt uns die Suche nach Diesel weiter. Wir tuckern über die winzigen Kanäle im Prinzenhof und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Die schmalen Gewässer wirken wie im Märchen, die redgedeckten Häuser wie verwunschene Schlösser. In diesen Ferien haben wir öfters Gespräche mit Träumereien. Wenn neben diesem Haus noch eine Werkstatt wäre. Oh, guck mal, da ist ein eigener Anleger, da würde unser Boot gut hinpassen.
unglaublich, was hier für Häuser stehen, die aber offenbar alle nur als Ferienhäuser genutzt werden. Überall sind die Gardinen zugezogen. So schade. Also hier wohnen zu können, muss echt ein Traum sein. Es gibt keine Straßenanbindung und nix. Und dann biegen wir um die Ecke und sind plötzlich mitten im Trubel der nächsten Ortschaft. Wir sind ja hier zum Tanken und klar, wo Infrastruktur ist, sind auch Menschen. Aber der Kontrast ist schon enorm. So, wir haben endlich Diesel. Wie viel waren es? 28 Liter oder so. Also gar nicht mal so viel. Das heißt, wir haben ungefähr 1,5 Liter pro Stunde gebraucht jetzt, seit wir los sind. Wir haben ungefähr 20 Motorstunden gemacht, seit wir abgefahren sind. Also, Und entweder ist die Tankanzeige kaputt oder komisch oder der Tank wirklich winzig klein. ja, auch möglich. Weil eigentlich sollte der keinen 80 Liter Tank haben, aber das hat er offensichtlich nicht. Nee, weil es war bei einem Viertel war die Anzeige ungefähr. Naja gut, so. Passt ja. Passt ja. Es ist auch nicht alles schön hier, ne? Raus aus dem Prinzenhof und Kurs Ost. Wir fahren Richtung Drachten. Doch vorher machen wir an einem Mare-Kritisch-Steg Halt und kochen etwas zum Mittagessen. So, hier haben wir heute Morgen getankt, oder heute Mittag vielmehr, bis es dann vorbei war, war es Mittag. Und dann sind wir hier runtergefahren und hier vorbei und jetzt sind wir kurz vor Drachten. Und dann fahren wir hier hoch in diese sogenannte Litz-Lauersmeer-Route. Das ist irgendwie diese Verbindung, ich glaube der Fluss heißt Litz oder so. Genau, machen wir gleich. Kurs Norden. Schon nach dem Abbiegen wird alles plötzlich viel schmaler. Das gefällt uns natürlich. Oh, Gegenverkehr. Ja. Kann ja lustig werden. Kriegen wir schon hin. Aber so furchtbar breit ist es jetzt hier nicht. Nee. Die festen Brücken halten zudem größere Boote davon ab, diese Route zu fahren. Und noch eine holländische Spezialität: Vla. Könnte ich direkt aus dem Tetrapack essen, so lecker ist das. Dieser Kanal ist ein Traum. Vorbei geht es an saftigen Wiesen mit glücklichen Kühen und Schafen, Windmühlen und herrschaftlichen Bauernhöfen. Wir sind jetzt schon seit ein paar Stunden eigentlich keinem anderen Sportboot mehr begegnet. Wir sind auf so etwas abgeschiedenen Kanälen, wo offensichtlich sonst niemand unterwegs ist. Und das ist total schön. Der Nachteil ist, dass es jetzt auch schon seit einer Weile keinen Steg mehr gab. Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Ort, wo wir übernachten können. So, wir haben jetzt tatsächlich einen Anleger gefunden, der einzige weit und breit. Wir sind ganz alleine, umgeben von Schafen und Kühen und es ist herrlich. Ich würde sagen, jetzt gibt es was zu essen und over and out für heute. Je länger wir unterwegs sind, desto mehr merken wir, dass wir uns nach ruhigen, friedlichen Orten ohne viel Trubel sehnen. Manchmal hat eine Stadt auch Vorteile, wenn man was besorgen muss zum Beispiel. Aber den Rest der Zeit verbringen wir gerne abseits der Zivilisation, wo wir einfach für uns sein können, die Natur genießen, die Sonne und den Wind auf der Haut spüren, ein gutes Buch lesen in den Armen der Person, die man liebt. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Am nächsten Morgen geht es weiter Richtung Nordosten. Immer noch kein anderes Sportboot in der Nähe.
Dafür im nächsten Dorf eine Begegnung mit der Dorfbevölkerung. Ein Mann mit seiner Tochter tragen zufällig den Brückenschlüssel mit sich und machen uns kurzerhand auf. Obwohl jeder so einen Schlüssel hat? Der Kanal windet sich durch die Landschaft und wird gesäumt von Schilf, hinter dem Schafe grasen und Gänse eine Pause einlegen. Wir dachten eigentlich, auf dieser Route wäre die Brückenhöhe kein Problem. Wir haben uns aber in der Karte verguckt. Die allerletzte Brücke ist nur 2,3 Meter hoch. Das heißt, wir müssen nachher diesen kleinen Mast legen, dass wir unten durchpassen. Wir sind kurz vor Sautkamp und müssen schleusen. Hier klingeln wir nach dem Schleusenwärter, der die Schleuse ferngesteuert bedient. Der Mast ist gelegt und wir passen unter der Brücke durch. Und dann geht es in die kleinste Schleuse, die wir je gesehen haben. Sie ist nur knapp länger als das Boot und wir bleiben etwas schräg in der Schleuse liegen, damit es von der Länge her gut geht. Wirklich ein lustiges Abenteuer. Wir haben noch nicht genug von den kleinen Kanälen und fahren daher weiter Richtung Ulrum und biegen dann ab in einen schmalen Kanal nach Warfhausen. Niedrige Brücken sind hier keine eingetragen in der Karte. Was kann also schon schiefgehen? Eng, aber es geht. Der Kanal ist schmaler als alle zuvor und noch viel abgeschiedener. Vogelscharen erschrecken sich vom Motorengeräusch. Eisvögel fliegen am Bug vorbei und die Bäume werfen tanzende Schatten aufs Wasser. Ein absoluter Traum. Wäre dann nicht diese Brücke. Die steht auf jeden Fall nicht in der Karte. Und der Kanal ist zu schmal zum Wenden. Nach einigen 100 Metern rückwärts wird der Kanal endlich breiter. Und mit rundum? Seekarten sind super. Außer wenn Brücken drin fehlen, die irgendwie nur 1,5 Meter hoch sind. Jetzt müssen wir alles wieder zurück. Ja, immerhin konnten wir jetzt mal wenden. Genau, das ging eigentlich relativ gut mit dem Bugstrahlruder. Ja. Ja. Dafür, dass der Kanal irgendwie so 9 Meter breit war. Ja, zum Glück hat es eine etwas breitere Stelle, weil hier wäre es schwierig gewesen. Ja, aber rückwärts fahren geht ja relativ gut. Ja, also hier könnten wir, glaube ich, nirgendwo wenden. Natürlich ärgern wir uns, dass wir alles zurück müssen, wo nach weiteren 500 Metern der kleine Kanal in den großen gemündet wäre. Aber es hat natürlich auch sein Gutes. Wir wären mit einer richtigen Seekarte ja nie in diesen wunderbaren Kanal gefahren und hätten diese traumhafte Natur nie zu sehen bekommen. Wie sagt man so schön? Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Wir sind jetzt also von der Brücke aus rückwärts, haben gedreht und sind dann einmal komplett außen rum und sind jetzt wieder kurz vor dem Dorf, wo diese Brücke war. Und jetzt haben wir einen kleinen Steg gefunden, der vermutlich nicht für unsere Art von Boot gedacht ist. Aber es ist irgendwie jetzt schon recht spät durch diesen ganzen Umweg und so. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt hier einfach mal fest. Wir haben festgemacht an diversen Bäumen, am Steg und so. Es ist wie so ein großes Spinnennetz ums Boot herum, aber ich glaube, das funktioniert. Die letzten 2 Tage waren recht anders als der Rest. Wir waren auf so ganz schmalen Kanälen unterwegs, haben insgesamt nur 2 Boote gesehen in der Zeit. Dafür aber 20 Eisvögel und hunderte Enten und Gänse und ich weiß nicht was.
Jetzt sind wir wieder zurück auf einem größeren Kanal, und zwar auf dem Reitdieb Richtung Lauersmeer. Und dann geht es auch Richtung Heimathafen. Der Kontrast ist jetzt gerade irgendwie ziemlich groß. Und ja, es war eine total schöne Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Danke natürlich auch an alle, die mir ab und zu ein Bier ausgeben. Und ein besonders großes Dankeschön auch an meine Patreons, die jedes Video unterstützen. Also, falls ihr wissen möchtet, wie ihr das machen könnt, dann schaut doch mal unten in der Beschreibung. Ich danke euch recht herzlich und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.